Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Giant Farm Runde auf Burudeng. Giant Farm Runde, haltet euch fest, Nummer 24. Also wir müssten jetzt schon bei über 1000 Violet-Giants sein. Aktuelle Bilanz sagt ein Harness Drop. Keine Ahnung wie viel Oris, 13 Oris oder so. Ja, mal schauen, was heute so geht. Drückt mir die Daumen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und da ist auch schon der erste Violet für uns. Ein schmackotastischer Schlangen. Giant Violet. Vorerst ohne Drop. Unser erster Giant Mr. King. Haben Sie was für uns? Es wird übrigens sehr schwer, die Drops vom letzten Mal zu bieten. Ich werde es jetzt noch nicht spoilern, damit ihr euch schön auch das letzte Video anguckt. Nicht spoilern lassen. Aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall worth it. Beste Drops aller Zeiten. Abgesehen natürlich von... aber ja. Erster Violet King. X-Product. Selbe Stelle, selbe Welle, aber hoffentlich diesmal mit der Power von den Drops hätte ich gerne ein paar. Hier, Kollege. Leg doch mal was auf, mein Freund. Orikalkum von einem Violet hatten wir gleich noch nie. Wäre mal eine Premiere, aber soll ja angeblich 1:1 Million gefühlt sein. Ja, kurz ein Violet Meryl mitgenommen. Hat sich nicht gelohnt, meine M ist wieder mal gestorben. Ah, ich hasse dieses Scheißvieh so sehr. Aber ja, lag halt hier direkt auf dem Weg mal. Nehmen wir es mit. Was soll's. Okay, Violet Naga, der aus irgendeinem Grund 6 Level höher ist und viel schwächer ist Violet Meryl. Ein Mysterium. Aber droppt nix. Giant Kingster, ich muss mich beeilen. Vielleicht schaffe ich mit den gleichen Price noch den Giant Naga. Wenn ich ihn schnell genug finde. Weil wegen dem Giant Violet Meryl habe ich jetzt einmal Price quasi zu viel benutzt. Uff, ist das unlucky, ey. Ausgerechnet, jetzt ist der Giant halt wirklich... Hier hinten ist er so gut wie nie. Also 1 von 10 Mal ist er hier hinten. Ausgerechnet dann natürlich, wegen fucking 3 Sekunden oder, naja gut, 8 Sekunden. Echt ärgerlich. Okay, Baby. Giant Naga auf Channel 4. Hier ist er immer gefährlich. Und hier haben wir auch die erste Harnesswaffe gedroppt. Immer ein gefährliches Unterfangen, der gute alte Channel 4. Alright, nächster Violet Naga, Nummer 3 von 4. Bisher war alles da. Sieht also nach einem weiteren guten Fang aus, hoffentlich. Wow. Richtige Schelle am Ende noch verteilt, der Bro. Nächster Giant Mr. King. No Drop bis jetzt. Violet Kingster Nummer 3 von 4. He did. Giant King. Violet Kingster Nummer 4 von 4. Still ohne X-Pro. Damn, damn, damn. Ein weiterer und vor allem letzter Violet Naga. 4 von 4. Also wieder alle 8 Violets gekillt. Leider ohne X-Pro. Auch kein anderes Product erspäht tatsächlich. So, letzter Giant der ersten Runde. War pretty smooth. Nur leider nicht einen einzigen Drop bis jetzt. Schade Schokolade. Ja, da kommt schon das nächste Farm-Team, leider. Ja, zum Glück habe ich in der ersten Runde schon alles abgesahnt, also ich sag mal so, da kann nicht mehr so viel schief gehen. Wir sind schon bei Giant Nummer 18. Also, mal schauen. Anscheinend sind die nicht hinter Giant Kingster her. Giant Kingster auf jedem Channel da, Giant Naga nicht. Ich hasse diese selektiven Farmer. Kappa, obviously. Ich farme ja selber nur Ausgewählte. Jetzt wird Channel 4 natürlich wieder gefährlich. Aber den Giant Naga habe ich mir wohl weggesnackt. Ja, das war eine schnelle zweite Runde. Ist schon der 4. Channel schon wieder nach 3 Giants gefühlt. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Farmen die anderen jetzt konsequent weiter? Wow, und da kommt sogar das Pop-Up. Wieder Giant Kingster, also der droppt unverhältnismäßig gut dafür, dass er eigentlich mit Abstand am schlechtesten droppen sollte. Das ergibt manchmal wirklich einfach keinen Sinn. Aber ja, wie gesagt, ist jetzt wieder die Frage,
Das kann man halt unmöglich abschätzen, ne? Farmen die anderen weiter oder denken die sich jetzt auch, oh, da farmt schon jemand, lohnt sich nicht. Das ist halt immer die Frage, ne? Aber mir fällt oft auf, dass die Leute wirklich konsequent gucken, alle Channel bei Naga erstmal zu machen, dann vielleicht Kingstar. Also es ist schon so, dass die Leute wirklich heiß auf diese Naga-Giants sind. Aber die haben halt einfach einen guten Level. Die liegen so ziemlich in der Mitte von 160 und 155 und die meisten Leute sind zwischen 160 und 155. Also ja, verständlich. Das mache aber wirklich komischerweise nur ich, auf Giant Dorian auszuweichen. Finde ich aber echt cool, dass den keiner farmt. Ich meine, es geht zwar bei mir auch eigentlich nur mit Power-Ups, aber es ist schon nice, dass man so zumindest einen Giant hat, der eigentlich wirklich fast ausnahmslos. Ich glaube, einmal war er wirklich gar nicht da und sonst eigentlich wirklich immer. Kommt auch recht selten vor, aber genau an der gleichen Stelle auf dem anderen Channel war Giant Dorian zu finden. Das gefällt uns doch. Das finden wir sehr cool. Wenn er irgendwann mal wieder was droppen würde, wäre auch cool. Giant Dorian Nummer 3, leider auch ohne Drop. Das ist doch langweilig, Mensch. Und Giant Dorian Nummer 4, tatsächlich zweimal mit noch laufenden Party-Skills gekillt. War ausnahmsweise eine relativ schnelle und Partypunkt sparsame Fischjagd. Sagt man bei Fischen, ja, eigentlich Angeltour, I guess. So, zurück bei den Low Bobs. Jetzt kommt's drauf an, wie viele Giants finden wir. Kann man da schon absehen, ob die anderen noch am Stissel sind oder nicht. Okay. 2 von 2. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Außer, dass wir noch keinen einzigen Drop haben, aber so ein lausiges Set. Ich habe schon wieder vergessen, welches überhaupt. Irgendwelche Boots. Neuer Channel, neues Glück. By the way, schon Giant Nummer 28 mit nur einem Setter-Drop. Da hatten wir letztes Mal schon deutlich mehr. Ich meine, wer so weit geguckt hat, hat sich das alte Video schon angeschaut oder wird es nicht tun. Da hatten wir, glaube ich, schon 2 Oris und 2 X-Product. Ja, das sah ein bisschen anders aus. So. Giant Mr. King, kurz vor der 30er-Bombe. Einen Drop haben wir schon von ihm. Ein Pop-Up-Drop. Gerade war ein Giant tatsächlich nicht da. Ich schaue gleich nochmal nach ihm. Vielleicht doch noch jemand am Stissel. Aber 5 von 6 ist natürlich schon mal ein erstes gutes Zeichen. Abgesehen von den fehlenden Drops natürlich. Nächster Giant, Kingstar. Ja, der eine war tatsächlich echt nicht da, aber puh, keine Ahnung. Vielleicht hat er einfach nur so einen ultra langen Respawn-Timer. Wir werden sehen. Irgendwann wird er uns schon wieder begegnen. Aber so langsam sollten schon mal die Drops kommen. Hat eigentlich nicht vor, heute wieder so lange zu machen. Endlich ist Violet Respawn Time. Aber immer noch ohne Drop. Wieder Violet Naga am Start. Und immer noch kein X-Product. Eieiei. Okay, Giant Naga ist noch aufgetaucht. Schauen, ob der Kingstar Schlingel sich auch noch blicken lässt. Oh, yes! Ja! Lecker Schmecker! Ich packe mal aus meine CS-Pads aus, wenn ich aufs Board springe. Haben wir es bekommen? Ah, okay. Ja, muss man mal aufpassen. Bei Pop-Up-Drops müssen wir mal doppelt checken, ob man auch wirklich die Drops aufgehoben hat. Das ist eigentlich so nervig, ne? Du hast jetzt 10 CS-Pads hinter dir, ist gefühlt eine 0% Chance, dass du einen Drop nicht aufhebst, aber bei Pop-Up-Drops muss es halt wirklich immer der Char sein, der es auch gedroppt hat oder halt zugewiesen bekommen hat. Und da ist er auch. Habe ich es doch gewusst, dass es sich noch blicken lässt. Ein Channel wieder komplett durchgefarmt. Aber natürlich reicht uns ein Orikalkom nicht, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Letztes Mal ganz neue Maßstäbe gesetzt, was man so alles droppen kann. Wäre natürlich cool, wenn wir zumindest mindestens die Hälfte kriegen. Boy, the Myth, the Legend, the Schlange. Zeig uns, was du hast. Nichts. Ein weiterer Giant Hummer. Mit Hummer Drops. Keine Violets weit und breit. Brauchen wir doch noch ein bisschen länger zum Respawn teilweise. Echt crazy. Schon fast 2 Stunden her bei den meisten. Wieder Giant Naga. No Drop. Erster Violet seit
einer halben Stunde und das ist komischerweise auf dem Channel, wo ich sie zuletzt getötet habe. Echt merkwürdig manchmal. Und da ist das X-Product. Let's go. Okay, das heißt, ja, das Schlimmste ist schon mal abgewendet. Wir haben Ori, wir haben X-Product. Also eine Komplettkatastrophe kann es auf jeden Fall schon mal nicht mehr werden. So. Giant Kingster und Violet Kingster steht auch schon bereit für uns. Brav. Keine Ahnung, wo die anderen sich rumtreiben. Scammers. Ja, wie gesagt, eigentlich unlogisch. Also für mich unlogisch, dass die beiden, die ich als letztes gekillt habe, die ersten sind, die respawnen. Aber ich schätze mal, die anderen warten jetzt auch direkt auf uns. A warm welcome party. No drops. No. Giant, Schlangen, Königin, Prinzessin, König, Queen, King. Oh! Let's go! Ey, we are on a roll, boys. Let's go. 2 Orikalkum. Nice, 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 nice. So muss das sein. Umgelockt, eine Giant ist basic wie an der gleichen Stelle. Das muss doch Glück bringen. Bring uns Glück. Schade. So. Langsam spitzt sich die Lage zu, denn die Partypunkte verringern sich immer weiter. Und Giant Nummer 45. Ja, also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass mir jemand die anderen Violets tatsächlich, es fehlen nämlich 4 Stück und es ergibt absolut keinen Sinn, dass die auf Channel 1 gerespawnt sind, aber auf 3 und 4 nicht, weil ich sie auf 3 und 4 zuerst gekillt habe. Also entweder sind das die längsten Respawns ever, weil es legit schon 2,5 Stunden sind, oder jemand ist hier vorbeigeflogen und hat sie sich eiskalt eingeschnappt, wovon ich stark ausgehe. Kurze Schaffenspause, aber leider ist ein anderes Team jetzt aktiv geworden. Das heißt, es wird nicht mehr viele Giants geben, vermutlich keinen einzigen Violet mehr. Und ja, ich habe überlegt, vielleicht nochmal kurz zu Dorian zu gehen, aber ich denke, wenn wir die 50 auch so schaffen, dann belassen wir es einfach bei den 50. Ich meine, 61 war schon echt viel letztes Mal. Okay, noch ein Giant Naga, das ist jetzt Nummer 49. Wäre natürlich echt unlucky, wenn wir jetzt die 15 nicht mehr schaffen, wegen einem Giant. Mal schauen. Okay, hier haben wir endlich Nummer 50. Sogar ein Violet. Okay, ich schaue trotzdem noch ein bisschen rum, aber man sieht schon, ich habe jetzt fast 20 Minuten gebraucht, um 3 Giants zu töten. Wovon natürlich fast 2/3 der Zeit auf... na gut, 2/3 ist ein bisschen übertrieben, aber... ja, schon ein großer Teil nur aufs Suchen rausläuft und das lohnt sich dann natürlich nicht mehr. Nochmal Violet Action. Vielleicht kommt ja sogar noch ein Drop. Aber das ist jetzt Nummer 51 und definitiv auch der letzte, weil das lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr in 20, 23 Minuten. Jetzt wie viel getötet? 3 oder 4? Das ist ziemlich schlecht, ja. Ist sowieso erschreckend, dass unter der Woche so viel Konkurrenz ist. Aber ich glaube, das hat jetzt echt mit dem Ende des FEC-Stars zu tun, weil gefühlt je näher das Ende rückt, also gut, gestern war ein komplett Free Day, da war wirklich absolut gar nichts, aber abgesehen davon, also ist schon wirklich, selbst zu abgefahrenen Uhrzeiten ist schon noch einiges los. Genau. Ja, damit beenden wir heute mit 2 Orichalcum und einem Setter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welches Setter es war. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Irgendwelche Boots. Ja, und damit rückt der FEC auch immer, das Ende des FECs immer näher, weil, ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Ich probiere jetzt gerade so ein bisschen noch irgendwo vorzuproduzieren, in Anführungszeichen, also vorzufarmen. Es noch ein paar Farmvideos kommen, auch nachdem der FEC vorbei ist. Und wie gesagt, nach dem FEC weiß ich ja noch nicht, wie es weitergeht, ob ich dann wirklich komplett aufhöre zu farmen oder ob ich es trotzdem ab und zu noch probiere und dann vielleicht immer nur gucke, okay, hier und da mal ein paar Giants. Weil, wenn ich wieder auf Bürodenk spiele, ist ja der Vorteil, ich muss nicht immer extra eine Party ziehen, weil das ist natürlich schon immer ätzend, dass du jetzt nicht einfach so, das ist ja generell in Flive so irgendwie ein bisschen nervig mit den Party-Skills. Das ist eigentlich... Ja, das ist irgendwie ein cooles System, irgendwie auch nicht. Es ist so, ja, mal so, mal so. In anderen Spielen kannst du dann einfach losziehen, siehst einen Boss, tötest ihn fertig, ne? Und in Flive ist halt so, naja, du brauchst erst die Party. Und eine Party kaufen, kostet Geld. Und auch da weißt du ja nicht, wie viele Giants findest du denn überhaupt, hat sich das Kaufen überhaupt gelohnt. Am Ende findest du nur 3 Giants, hast eine Party umsonst gekauft. Gleiches, wenn du eine Party ziehst eine Party, dann merkst du, okay, es ist die Hölle auf Erden los, es farmen 22.000 Millionen Leute. Das ist das Gleiche, dann hast du die Party auch umsonst gezogen, dann hat sich das auch nicht gelohnt und so. Aber wenn du halt sowieso jeden Tag levelst und farmst und pipapo, dann habe ich ja grundsätzlich immer eine Party. Und wenn ich immer eine Party habe, dann ist es ja kein Problem mehr, auch einfach mal so
vorbeizugucken. Und ich meine, für zumindest Giant Kingster, Giant Naga, Violet Kingster und selbst Violet Naga brauche ich eigentlich grundsätzlich auch nicht wirklich Power-Ups. Ich meine, ohne Upcut Stone ist natürlich schon ein bisschen rough. Aber ja, ich meine, Upcut Stones habe ich eigentlich mehr als genug. Ich habe noch 195 Stück und habe dann noch weitere Ranger zur Verfügung, auf die ich jederzeit switchen kann. Also vielleicht mache ich es dann so, dass ich da dann trotzdem ab und zu probiere, noch ein bisschen zu farmen. Aber wird alles davon abhängen, wie viel los ist und so. Ja, Channel 4 ist halt echt nervig auf Borodeng. Aber naja, mal schauen. Jo, dann war es das eigentlich schon. Das gleiche wie immer, bei den Achievements hat sich immer noch nicht viel getan. Ja, 13.000 Naga, jetzt noch 5.000 Naga. Ich meine, das ist gar nicht mehr so ultra viel tatsächlich. Geht echt klar. Oh, wir haben die Kingster tatsächlich mittlerweile überholt. Genau, das habe ich, glaube ich, letztes Mal gesagt. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt out die Twitch-Streams, tägliche Fly-Streams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns in einem der täglichen Fly-Videos auf YouTube wieder. Bis dahin, macht's kurz rein. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.